Shalom, Shalom. Das Akt Sauer Kal von James German mit einer neuen Lektion. Als allererstes Kol Aliyam, Hawat Wakabat, Watawada, Labnawa, Yahweh, Bashim, Yahushai, Bashim, Kakdash, Brakate Yahweh, Brakate Yahushai, Brakate Yahweh, Brakate Yahushai, Brakate Yahweh, Brakate Yahushai, Bashim, Kakdash. Was ich gerade eben gesagt habe, bedeutet alle Ehre, Lobpreis, Herrlichkeit und Dank an seinen himmlischen Vater Yahweh, wenn die Welt ignoranterweise Gott nennen. In den Namen von seinem einzigen zur Welt gebrachten Sohn Yahushai Mashiach, wenn die Welt ignoranterweise Jesus Christus nennt, in den Namen vom Heiligen Spirit. Okay, Brakate Yahweh, Brakate Yahushai, Bashim, Kakdash bedeutet, gesegnet seist du Yahweh, welcher der einzig wahre und heilige Name von unserem himmlischen Vater ist. Gesegnet seist du Yahushai, welcher der einzig wahre und heilige Name von unserem himmlischen Erlöser und Retter ist, in den Namen vom Heiligen Spirit. Und diese Sprache ist die heilige Zunge, Lashon Kodash, unsere wahre und einzige Sprache. Okay, die stärker als jede andere Sprache ist, wie sagt ein Prolog von Sarek. Aber wir gehen zu Sprüche, Kapitel Salak, Doppel R geht raus in die ältesten Apostel von Milzon, die es durch spürende Kraft von Menschen genannt von Yahweh, Bashim, Yahushai, Bashim, Kakdash, die weit lehren. Shalom an meine Akim, das Wort einfach vielleicht in viereck in der Welt verteilen. Und an die Elekte 150.000, die es hier geht, sagt Yahweh, Bashim, Yahushai, Bashim, Kakdash, Brakta, Wahabla, Shalom, Shalom, Shalom. Das ist Sprüche 4 und 5 und sagt, get wisdom, okay? Sozusagen, bekomme Weisheit, hol dir Weisheit. Get understanding, hol dir Verständnis. Forget it not, vergess es nicht. Neither decline from the word of my mouth. Weder, sozusagen, incline heißt erhöhe, sozusagen, erniedrige dich oder lass von meinem Wort los. Vers 6, forsake her not, verlasse sie nicht. Wen? Weisheit, okay? Weisheit wird als Frau angesehen, verlasse Weisheit nicht, okay? And she shall preserve thee, und sie soll sich beschützen. Love her, and she shall keep thee. Lieb sie, okay? Das heißt, gib deinen Verstand zu ihr, okay? Weil wenn du was liebst, denkst du über diese Sachen nach. Gib deinen Verstand zu ihr, okay? Und sie wird dich beschützen, sie wird dich retten, sie wird dich behalten. Okay, aber ist der Punkt, Vers 7. Wisdom is the principal thing. Was bedeutet principle? Lass kurz zu Etymologie gehen. Okay? So like it. Principle. Main, principle, chief, dominion, most important. Das heißt Weisheit, okay? Wisdom is the principal thing. Weisheit ist das Wichtigste. Okay? Die Weisheit ist das Wichtigste, weil durch die Weisheit weißt du, wie du dich verhalten musst. Durch die Weisheit weißt du, wie du dich verhalten hast mit der Akir. Okay? Durch die Weisheit weißt du, wie du dich zu verhalten hast vor deinen Feinden. Durch die Weisheit weißt du, was du zu tun hast, für Yahweh, Bashim, aus deiner Lösung zu bekommen. Durch die Weisheit weißt du, wie du eine Lösung bekommst. Und so weiter und so fort. Die Weisheit ist der Schlüssel. Und die Weisheit ist Yahushai ultimativ. Weil Yahushai ist das Wort. Und durch was bekommst du Weisheit? Durch das Wort. Okay? Das heißt, hey, Wisdom is the principal thing. Weisheit ist die wichtigste Sache. Okay? Ist das die most important, das Wichtigste, das Allerwichtigste, was es gibt. Therefore get wisdom. Deswegen get wisdom. Okay, lass das Wort get kurz nachgucken, in Deutsch einfach nur. Get. Bekomme, erhalte, krieg. Okay, hole dir Weisheit. And with all that getting, get understanding. Und mit allem dein holen, okay, hol dir Verständnis. Das heißt, hol dir Weisheit und Verständnis durch die spürende Kraft von Yahweh, Bashim, Yahushai. Okay? Das ist ein Weg, um Weisheit zu bekommen. Weil wir müssen mit allem, was wir haben, Weisheit bekommen. Das sagen die Verse. Okay, das ist James 1 und 5 und es sagt, if any of you lack wisdom, wenn irgendjemand Weisheit fehlt, let him ask the Most High, lass den höchsten Yahweh Bashim Yahushai fragen. They give it to all men liberally, der zu jedem Mann freilich gibt, and upbraideth not, und will nicht zurück. And it shall be given him, es soll ihm gegeben werden. Das heißt, wenn die Weisheit fehlt, frag Yahweh Bashim Yahushai. Der gibt, okay, weil Yahweh Bashim Yahushai gibt Weisheit, und niemand sonst. Nicht Esau, nicht Adawam, nicht Moab, nicht Israel, es kommt ultimativ von Yahweh Bashim Yahushai, sogar wir als Yahweh sind Männer von Yahweh Bashim Yahushai, okay? Wir sprechen das Wort, aber Yahweh Bashim Yahushai nützt uns einfach nur als Mundstück, okay? Wir sind einfach nur das Mundstück, wir sind einfach nur Gefäß, die das Wort sprechen, mehr sind wir nicht. Vers 6, but let him ask in faith, aber lass ihn den Glauben fragen. Nothing wavering, nicht zweifeln, weil sogar durch Weisheit bekommst du Glauben, okay? Salaki, durch Weisheit bekommst du Glauben, weil wenn du mehr und mehr verstehst, siehst du, wie kraftvoll Yahweh Bashim Yahushai ist, wie machtvoll er ist. Wie barmherzig, gnadevoll er ist und dir alles gibt, was du brauchst. Okay? Und der dich in jeder Situation beschützt, solange du mit ihm bist und so weiter und so fort. Yahweh Bashim Yahushai, durch diese Weisheit wird dein Glauben einfach nur gestärkt. Okay? Das heißt, alles arbeitet Hand in Hand. Die Weisheit mit dem Verständnis
mit den Erlebnissen, die du hattest und so weiter und so fort. Es kommt alles durch den Spirit, die Kraft von Jehovah, okay, das heißt, frag ihn nach Weisheit. For he that wavereth is like a wave of sea driven with the wind that tossed. Weil der zweifelt, ist wie eine Welle vom See, die rumgeschlagen wird, vom Wind und weggeschlagen wird, okay? Das heißt, du glaubst nicht, du glaubst nicht. Das darf nicht sein. Du musst auf der rechten Handseite bleiben und glauben, Jehovah bis zum bitteren Ende. Vers 7. For let not that man think that he shall receive anything of Jehovah Lass nicht diesen Mann denken, dass er irgendwas von Jehovah bekommen soll. A double-minded man is unstable all his ways. Ein Mann, der zwei Wege gehen will, okay, der zwei Gedankenwege gehen will, ist unstabil in allen seinen Wegen. Weil wenn du Jehovah gehen willst in der Welt, bist du unstabil. Weil geht nicht zusammen, okay? Lass kurz ein Priest dafür holen. Das war, James 4 und 4, Salaki. Wenn ich mich richtig erinnere. James 4 und 4. Ye adulterers and adulteresses, die Ehebrecher und Ehebrecherinnen. Know ye not that the friendship of the world is enmity with the Most High? Wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Jehovah ist? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of Jehovah. Okay, wer auch immer ein Freund von der Welt ist, ist ein Feind von Jehovah. Straight up. Und ey, ich will kein Feind von Jehovah sein, ich will sein bester Freund sein. Straight up. Weil Jehovah ist die einzige wahre Kraft, ja. Er ist die barmherzige Kraft, die uns aus dieser Dunkelheit in das Licht geholt hat. Okay? Aber jetzt gehen wir kurz zu Sarek, dass ich den Priester nicht vergesse. 39. Das heißt, wir müssen Weisheit ist das Prinzip, ist das Wichtigste, was es gibt. Okay? Das Wichtigste, was es gibt, ist die Weisheit. Also mit allen deiner Kraft, hol die Weisheit. All they're getting, get understanding. Lass uns kurz Salaki nochmal zurückgehen zu dem Preset. Aber hier in der Pro 4, Salaki, in der Blue Letter. Und lass uns kurz das Wort getting nachgucken, okay? Salaki. Okay, all they're getting. Okay? Dinge quiet, okay? Okay, das Wort ist Kwanayan in Hebrew. Und es bedeutet Ding acquired, acquisition, possession, purchase, property, wealth. Ding acquired, creatures. Okay? Das heißt, mit all deiner Macht, mit allem, was du hast, wirst du Weisheit bekommen. Wirst du Verständnis bekommen. Okay? Aber jetzt gehen wir kurz zu Sarek. 39 Kapitel und 1 sagt, he that giveth his mind to the law of the Most High, der seinen Verstand zu dem Gesetz von Jehovah gibt, durch das Wort bekommst du Verständnis, okay, and is occupied in the meditation thereof. Lass kurz das Wort occupied nachgucken, weil wir gerade die Möglichkeit dazu haben. Occupy. Okay. To take possession of, to take up space or time, employ. Das heißt, dass du die Zeit nimmst dafür, okay, sozusagen darüber meditierst und so weiter und so fort. Salaki. The meditation thereof, who seek out wisdom of all the ancient, wird die ganze Weisheit von den Antiken rausfinden, okay? Das heißt, du wirst Weisheit rausfinden, du wirst dich hinsetzen und Weisheit lernen. Okay, du wirst Zeit für Jehovah investieren, Zeit zum Lernen investieren und so weiter und so fort. And be occupied in prophecies. Und wird sich Zeit nehmen für die Prophezeiung, wird meditieren in die Prophezeiung, okay? Und so weiter und so fort. Aber jetzt gehen wir kurz zu Sprüche, Kapitel 2. Das heißt, wir müssen uns Zeit rausnehmen für Jehovah. Okay, mit all deinen... Der Priester war einfach beautiful, wo ich heute Morgen gelesen habe, ja. Durch Spirit habe ich gedacht, ich mal kurz einen quick Lesson auf meinem Arbeitsweg dahin, okay? Es lag ja auf dem Weg zu meiner Arbeit. Aber das ist Sprüche 2 und 1 und es sagt, my son, if thou wilt receive my words, mein Sohn, wenn du meine Wörter empfangen willst, and hide my commandments with thee, und meine Gebote mit dir versteckst, das heißt in dich bringst, in deinen Verstand bringst, so that thou incline dein Ear unto wisdom, so dass du deine Ohren öffnest, okay? Erhebst, das heißt öffnest, zu Weisheit, and apply dein heart to understanding, und dein Verstand benutzt, okay, zu verstehen. Das heißt, wenn du dein Ohr öffnest, wenn du endlich dich demütigst, okay, dich selber demütig machst und Weisheit verstehst, wenn du dich demütig machst, und dein Ohr öffnest für Weisheit und du endlich das Verständnis von deinem Verstand, dein Verstand nutzt zu Verständnis, okay, dass du endlich deinen Verstand benutzt, um zu denken. Yea, if thou cries after knowledge, ja, wenn du nach Knowledge schreist, wenn du nach Weisheit fragst, okay, du musst nach Weisheit fragen, dass Jehovah deine Weisheit vermehrt, okay, Jehovah Kakdash, Babaksha, Yasab, Rukama, Yadai Watabuan. Bitte, vermehre Weisheit, Verständnis
Und Weisheit, Verständnis, Knowledge, Wisdom, Understanding, okay? Salakia. Das war einfach nur Hebrew gerade. And lifts up their voice for understanding. Das heißt, wenn du deine Stimme erhebst für Verständnis, das heißt, wenn du nach Weisheit schreist, okay, und sozusagen nach Verständnis deine Stimme erhebst, das heißt, danach fragst, if thou seekest her as silver, wenn du nach ihr suchst wie Silber, okay, wie haben wir gelesen? Wisdom, Proverbs 4 und 7 nochmal. Wisdom is the principal thing. Weisheit ist die wichtigste Sache. Okay? Therefore get understanding. It's like therefore get wisdom. Deswegen hol dir Weisheit. Und with all that getting, get understanding. Und mit all dein Tun, mit all deiner Macht, die du hast, hol dir Verständnis. Okay? Deswegen, Sprüche 2 und 4. If thou seekest her as silver, wenn du sie suchst wie Silber, das heißt, wie wenn du nach Silber suchst, du suchst den ganzen Tag nach, okay? And searches for her as for hid treasures, und nach ihr suchst wie versteckte Schätze, das heißt, du gibst alles dafür, okay? Weil, wenn jemand, ihr kennt doch diese Filme, wie zum Beispiel Indiana Joe, Salakia, ist mir gerade so als Beispiel eingefallen. Indiana Joe, wo er diesen silbernen Kopf gesucht hat, er hatte alles gegeben, um diesen Kopf zu bekommen, okay? Diesen silbernen Kopf, diesen Schädel, wo er da sogar durch diese Gruben gegangen ist, sozusagen durch die Hölle gegangen ist, okay? Er hat alles überwunden, um diesen silbernen Kopf zu bekommen, okay? Diesen Schatz zu bekommen, diesen versteckten Schatz. So müssen wir Weisheit suchen. Wir müssen uns alles geben, wir müssen uns Zeit dafür rausnehmen und Zeit investieren und Zeit dafür aufopfern, okay? Wir müssen uns selber als lebende Opfergabe darstellen, okay? Vers 5. Then shalt thou understand, then, das heißt, wenn du sie suchst wie Silber, okay, und wie geheime Schätze suchst, okay, then shalt thou understand the fear of Yahweh, dann sollst du die Furcht für Yahweh Bashim Yoshai verstehen and find the knowledge of power und die Weisheit oder das Verständnis von Kraft finden, okay, du wirst das Verständnis von Yahweh Bashim Yoshai finden, okay, Vers 6, for Yahweh give a wisdom, weil Yahweh Bashim Yoshai gibt Weisheit. Out of his mouth kommt Knowledge, aus seinem Mund kommt Weisheit and understanding und Verständnis, okay? Das heißt, wir müssen Yahweh Bashim Yoshai unser alles geben. Wir müssen Yahweh Bashim Yoshai, unseren himmlischen Vater, alles geben. Wir müssen ihn danach fragen. Frag Yahweh Bashim Yoshai nach Weisheit, okay? Und mit all deinem Tun, mit all deiner Macht, bekomm Verständnis, okay? Und das Wichtigste ist Weisheit. Weil die Weisheit lehrt dich, wie du mit deinen Brüdern und Schwestern umzugehen hast, wie du dich zu verhalten hast, wie die Yahweh Bashim Yoshai dienen kannst und so weiter und so fort. Wie die Yahweh Bashim Yoshai in Gerechtigkeit und in Disziplin gehorchst, okay? Wie du Gehorsam Yahweh Bashim Yoshai zeigst. Wie du ihm denn alles gibst. Straight up. Und das heißt, wir müssen wirklich mit unserem Tun Weisheit bekommen. Okay? Straight up. Durch das Spüren die Kraft von Yahweh Bashim Yoshai. Lass kurz zu Sprüche gehen, 4 und Salakia. Kern 13. Take fast hold of instruction. Halte fest an Instruktionen fest. Okay? Let her not go. Lass sie nicht gehen, weil die Weisheit instruiert dich. Sie leitet dich. Okay? Keep her. Halte sie. For she is dein Life. Weil sie ist dein Leben. Sie gibt dir Leben. Sie wird dich beschützen. Und das weiße Verständnis wird dir Leben geben am Ende. Sie wird dich retten. Okay? Weil es sagt in Isaiah 33,6, du wirst nicht durchdrehen. Du wirst Frieden haben durch Yahweh Bashim Yoshai. Isaiah 33,6. And wisdom and knowledge shall be the stability of their times. Und Weisheit und Verständnis soll die Stabilität von den Zeiten sein. And strength for salvation. Und Stärke von der Lösung. The fear of Yahweh is the treasure. Die Furcht für Yahweh Bashim Yoshai ist ein Schatz. Warum? Weil die Furcht für Yahweh Bashim Yoshai der Anfang von Weisheit ist. Okay? Das heißt, mit deinem ganzen Tun, mit deiner ganzen Kraft, hol dir Verständnis. Hol dir Weisheit. Durch Yahweh Bashim Yoshai. Okay? Salakia. Weil ihr müsst verstehen, auch wenn ihr sagt, ja, aber das Wichtigste ist Charity, aber wie versteht ihr Charity? Durch die Weisheit. Okay? Das heißt, die Weisheit lehrt uns den Weg von Yahweh Bashim Yoshai. Okay? Weil es ultimativ Yahushai ist. Weil die Weisheit, das Wort von Yahweh Bashim Yoshai, klopft an deine Tür, wie es sagt in Sprüche 3, okay? Es sagt in Offenbarung 3 und 20, Yahushai klopft an deine Tür, welches das Wort ist. Okay, Yahushai ist das Wort, Yahushai ist die Weisheit, Yahushai ist alles so, weil Yahushai ist der Schlüssel. Okay? Er klopft an deine Tür, wenn du öffnest, kommt er zu dir und füttert dich mit der Weisheit und Verständnis. Okay, wenn du es zulässt, dann geht er weg. Das heißt, öffne deine Ohren. Klein dein Ihr, öffne deine Ohren und lass Yahushai zu dir kommen und mit dir essen, dich füttern, okay? Das ist alles, was schafft.
und mit der ganzen Kraft, okay, bekommt Verständnis. Weil Weisheit ist die wichtigste Sache. Das ist alles, was ich habe. Yahweh Ratazat durch den Spirit, die Kraft bei menschlicher Gnade von Yahweh Bashim, Yahweh Shai, Bashim, Kakadash. Die Lektion Aufbauen, Stärken der Mann. Die Lektion kam durch den Spirit, die Kraft bei menschlicher Gnade von Yahweh Bashim, Yahweh Shai, Bashim, Kakadash. Durch sein Heiliges Spirit dabei, durch sein Kakadash Shalamaf. Kol Aliyam, Hawat Wakabat, Wat the Water. Labanau, Yahweh Bashim, Yahweh Shai, Bashim, Kakadash. Brakte Yahweh, Brakte Yahweh, Brakte Yahweh, Brakte Yahweh, Brakte Yahweh, Brakte Yahweh, Bahashim, Kakadash. The water, Tuab, Amana, Mana, Masala. The water, Yahweh Bashim, Yahweh Shai, Bashim, Kakadash. Für den Spirit diese Lektion zu machen und haltet durch euch alle und bekommt Weisheit. Weil diese Weisheit wird euch retten, diese Weisheit wird euch stabil halten, okay? Weil ihr wisst, was abgeht. Ist doch so, wenn irgendwas passiert und ihr wisst, warum es passiert ist und wie es weitergehen wird, dann seid ihr doch stabil. Also bekommt Verständnis, geht in die Prophezeiung und lernt. Als erstes geht es an mich und dann an euch. Okay? Als erstes gehen wir immer an uns, weil wir müssen uns selber richten, müssen uns selber prüfen und dann können wir erst euch ermahnen und prüfen. Okay? Wir müssen uns selber ermahnen. Also alles, was ich habe, Brakte Hawa, Brakte Oshai, Bashim Kakadash, Shalom wa Braktam.